Im letzten Bild habe ich dir gezeigt, wie man das Bild auf der Goldfolie malt, wie man die Farbe fließen lässt, verschiedene Techniken einsetzt. Und heute zeige ich dir, wie ich es weitergemalt habe. Hier siehst du gerade das Ergebnis. Und jetzt fangen wir mal an. So, ich habe ein rosa Meer angemischt und trage das jetzt hier mal mit dem Pinsel auf und nehme jetzt ein Stück Pappe und ziehe einfach mal die Pappe über die Fläche. Also damit, dass du mit dieser Pappe auch ganz einfach arbeiten kannst wie mit einem Spachtel. Das Schöne ist auch, diese Pappe hat so Rillen und diese Rillen zieht eine Struktur in die Farbfläche und das gefällt mir ganz gut. Ich habe eine Idee im Kopf. Ich möchte gerne eine Blume darauf ziehen, die so ein bisschen abstrakt ist, so ein bisschen wie ein Muster erscheint. Ja, und das habe ich alles im Kopf und ich versuche das jetzt mal umzusetzen. Bin mir gar nicht sicher, ob mir das dann gefallen wird, aber ich mache es trotzdem mal. Das mit dem Rauskratzen habe ich dir schon in dem einen Bild ganz ausführlich erklärt und auf meiner Webseite sind auch noch ein paar Werkzeuge erklärt. Ja, da kannst du einfach mal nachgucken, wenn dich das noch weiter interessiert. Was ich halt auch mache, wie du siehst, ich teile das Bild anders auf. Ich habe es eben einmal im goldenen Schnitt geteilt mit dem Rosa und ich möchte das unten, deshalb habe ich die Linie da gerade gezogen, unten irgendwie auch nochmal eine Stimmung reinbringen. Und ich habe so Linien im Kopf, ich habe Schrift im Kopf, ich kann mir vorstellen, dass ich da Blüten drauf ziehe, aber so eine richtige Idee habe ich noch nicht und ich bin jetzt selber am Probieren. Ich finde das immer ganz schön, wenn man sich das Bild auch einfach mal nimmt und dann mal wieder hoch nimmt und guckt, wie es wirkt, wenn das Licht anders fällt. Und in dem Rosa ist ein Weiß enthalten und dieser Weißanteil reflektiert das Licht eben anders und dann sieht es matter aus. Und ja, ich möchte eigentlich noch ein paar mehr Reflexe drin haben und vielleicht auch die Blüte noch mal ein bisschen mehr betonen damit und kratzen mir jetzt hier mit dem Stiel des Pinsels die Farbe wieder weg. Und damit hole ich mir den Goldton wieder raus. Ja, und während ich jetzt hier so rumexperimentiere, überlege ich, ob mir das überhaupt gefällt oder ob mir das nicht einfach viel zu kitschig wird. Aber ich muss das einfach ausprobieren, um dann entscheiden zu können, wo ich oder wie ich weitermache. Ich habe das Bild einmal trocknen lassen und mir eine Lasur angemischt und die trage ich jetzt auf und fühle, dass sich das besser anfühlt. Also das Rosa war mir zu rosa und jetzt färbe ich das ein und kann auch Teile wieder stehen lassen und das gefällt mir viel besser.
Ich gebe jetzt nochmal Wasser dazu und du siehst jetzt ganz gut, mit dem Wasser perlt die Farbe und das gibt wieder einen neuen Effekt, den finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt hier noch ein Tuch und ich ziehe ganz vorsichtig die Farbe wieder ab und ja, darf nicht zu doll reiben, weil sonst geht zu viel Farbe runter, aber es gefällt mir ganz gut. Es sieht ganz schön aus, finde ich. Jetzt wische ich noch ein bisschen mehr und ich weiß, ich kann ja noch mal eine Schicht auftragen, also ich gucke eher langsam. Ich kann das auch nochmal hochkant stellen und die Farbe einfach mal laufen lassen und mal gucken, was dann passiert. Ich kann ja jederzeit das wieder wegwischen, weil die Farbe eben auch so nass ist. Ich nehme jetzt hier auch nochmal meinen Pinsel, den kennst du ja aus all meinen Videos. Der sollte immer trocken sein und ja, damit verstreiche ich es nochmal ein bisschen. Und was mir ganz gut gefällt, es geht auch so in die Tiefen, in die Strukturen des Bildes. Das zeige ich dir auch nochmal. Vielleicht kannst du das ganz gut sehen, wenn ich das unter die Kamera halte, dass die Farbe so schön in die Strukturen reinläuft und das Gold da so durchscheint und auch das Rosa und das Grün. Das finde ich ganz gut. Ist mir aber noch ein bisschen zu pastellig alles zu hell. Ich mache das einfach normal, aber dazu lasse ich es jetzt einfach einmal trocknen. Also das gleiche nochmal. Ich habe mir die Farbe wieder angerührt, ein bisschen Schwarz noch dazu gegeben. Ich will es noch einen Tuck dunkler haben und trage es einfach nochmal auf. Und mir gefällt auch diese Abtrennung jetzt ganz gut. So ein paar Kleckse können ja noch mal rauf. Ich probiere und ja,
Es gefällt mir, die Streifen gefallen mir auch. Ich muss jetzt total langsam arbeiten, weil ich sehr viel Wasser drauf habe. Das heißt, jedes bisschen, was ich mit dem Tuch wegnehme, da geht auch die Farbe wieder weg. Also ich muss warten. Ich muss mich jetzt echt in Geduld üben, weil, wie schon gesagt, das ist gerade eine Herausforderung, dieses Warten. Ich nehme nochmal die Kamera und zeige dir doch nochmal, wie das Wasser da drauf steht und wie das Wasser die Farbe in die Tiefen oder die Pigmente setzen sich in die Tiefen ab. Und das sieht interessant aus. Vor allen Dingen sieht es nicht nur interessant aus, es sieht auch zufällig aus. Es ist halt nicht so konstruiert, sondern ich überlasse das oder vieles jetzt dem Zufall. Und das ist auch das, was mir immer besser gefällt an den Bildern. Ja, so ein bisschen was nehme ich noch wieder weg und dann lasse ich es wieder trocknen und sehe dann, ich lasse es vielleicht auch einfach mal einen Tag stehen, um dann es nochmal wieder anders zu sehen. Die Farbe trocknet vielleicht auch dunkler ab. Ja, manchmal muss man eben ein bisschen geduldiger sein. Ja, ich habe es so trocknen lassen und aufgehängt und du siehst hier ganz schön, die Bilder sind alle mit der Goldfolie drunter und die schimmern eben so schön, wenn das Licht dagegen fällt. Sieht ein bisschen dunkler aus hier auf dem Foto als in Wirklichkeit, aber du siehst ja ganz schön die Strukturen, die da rausgekommen sind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du hast wieder Teile mitnehmen können, die für dich interessant sind. Und ich würde mich freuen, wenn du das Video likest und den Kanal abonnierst. Danke, tschüss!